Es ist wieder soweit. Wir sprechen heute über typische Fehler, die ich immer wieder bei Deutschlernen höre. Und vielleicht hast du auch schon mal den ein oder anderen dieser Fehler gemacht. Damit das in Zukunft natürlich nicht mehr passiert, korrigieren wir sie heute in diesem Video gemeinsam. Los geht's! Fehler Nummer 1. Ich komme von Spanien. Die Präposition von ist hier leider nicht richtig. Denn von benutzen wir eher bei Lokalangaben wie Gebäuden. Ich komme von der Schule, ich komme von der Uni, ich komme vom Bahnhof. Von immer mit Dativ übrigens. Wenn es jedoch um Länder oder Städte geht, dann verwenden wir die Präposition aus. Also, ich komme aus Spanien, ich komme aus Rom und so weiter. Fehler Nummer 2. Wenn ich Kind war. Wenn und als werden von Deutschlernern immer wieder verwechselt. Und das ist auch absolut verständlich, denn sie drücken Ähnliches aus. Wenn wird jedoch verwendet, um eine Wiederholung auszudrücken. Dabei ist es egal, ob etwas in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft passiert. Als hingegen bezieht sich auf ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Und Kind warst du ja auch nur einmal in deinem Leben und nicht immer wieder. Daher müssen wir den Satz also so formulieren: Als ich Kind war. Fehler Nummer 3. Ich finde den Sommer mehr schön als den Winter. Wenn wir eine Steigerung ausdrücken möchten es sich viele einfach machen, indem sie mehr vor das Adjektiv setzen. Also mehr schön, mehr interessant, mehr groß. Aber das ist leider falsch, denn für die meisten Adjektive haben wir spezielle Steigerungsformen, nämlich den Komparativ und den Superlativ. Und diese sollten wir auch unbedingt benutzen. Also schön, schöner, am schönsten, groß, größer, am größten. Also mehr schön hier zu sagen wäre tatsächlich grammatikalisch falsch. Richtig lautet der Satz: Ich finde den Sommer schöner als den Winter. Kommen wir nun zu Fehler 4 und den höre und lese ich ganz schön oft. Ich schenke zu meiner Mutter Blumen. Schenken ist ein Dativverb und somit braucht es kein zu als Präposition. Das heißt, wir müssen die Präposition streichen. Korrekt lautet der Satz nämlich: Ich schenke meiner Mutter Blumen. Wir haben also nach Schenken ein direktes Objekt und brauchen keine Präposition. Fehler 5. Nächste Sonntag fliege ich in Urlaub. Hier haben wir ein Problem mit der Endung von nächst. Denn Temporalangaben wie letzt, dies, nächst stehen in der Regel im Akkusativ und damit brauchen sie auch die Endung en, sofern das folgende Nomen natürlich maskulin ist. Also nächsten Montag, letzten Sonntag, diesen Dienstag. Ausnahme natürlich, wenn ein Artikel davor steht und es sich um ein Subjekt handelt. Der nächste Sonntag ist voll. Haben wir ein feminines oder neutrales Nomen, wie zum Beispiel die Woche, so müssen wir natürlich auch die Endung anpassen. Am besten übrigens noch einmal die Adjektivdeklination dazu anschauen. Ein Video kann ich dir gerne verlinken. Dann heißt es nämlich die Woche nächste Woche und das Wochenende nächstes Wochenende. Wichtig also an dieser Stelle noch einmal: Du musst wissen, dass diese Angaben im Akkusativ stehen und du musst natürlich auch die richtige Akkusativendung kennen und sie verwenden. Weiter geht es mit Fehler Nummer 6. Sie lernt für den Test bestehen.
Diesen Satz kannst du so nicht sagen. Denn wenn du eine Präposition verwendest, entfällt das Verb am Ende. Oder wenn du das Verb nennen möchtest, musst du die Präposition für durch zu ersetzen. Also entweder du sagst, sie lernt für Nomen, den Test, oder sie lernt, um den Test zu bestehen. Du hast hier also zwei Optionen. Entweder behältst du die Präposition und danach muss dann ein Nomen folgen, oder du streichst die Präposition und machst einen Zusatz daraus. In diesem Beispiel zumindest. Fehler Nummer 7. Ich will zu Deutsch lernen. Achtung, Achtung! Wenn du ein Modalverb auf Position 2 hast im Satz, steht am Ende immer nur der Infinitiv ohne zu. Also ich will Deutsch lernen. Ich kann gut arbeiten. Sie darf mit dem Auto fahren. Also beachte immer, schau immer, was für ein Verb auf Position 2 steht. Ist es müssen, sollen, dürfen, wollen, können, dann bitte unbedingt darauf achten, dass am Ende des Satzes nur noch ein Infinitiv folgt. Fehler Nummer 8 betrifft den Genitiv. Ich weiß, keiner mag den Genitiv, aber er ist halt noch in unserem Sprachgebrauch enthalten oder vorhanden, besser gesagt, und deshalb müssen wir auch ein paar Regeln dazu richtig kennen. Ein falscher Satz, den ich sehr oft höre, ist: Das ist meiner Tochters Puppe. Tochters? Du musst hier zwei wichtige Sachen beim Genitiv berücksichtigen. Wenn wir Besitz beschreiben und den Namen der Person nennen, also Anna, Alex, Tim und so weiter, dann hängen wir einfach nur ein S dran, wie im Englischen auch. Also das ist Annas Puppe, das ist Henrys Auto, das ist Johannas Hund. Merke dir, hier steht der Besitzer, die Person, vor dem Besitz. Sobald wir aber von einer Person sprechen, ohne sie beim Namen zu nennen oder ohne den Namen zu erwähnen, können wir das so nicht mehr formulieren. Hier tauschen im Satz Besitzer und Besitz den Platz. Das heißt also, wir sagen, das ist die Puppe, Besitz, meiner Tochter Genitiv. Achtung, kein S. Oder das ist das Auto meines Mannes. Das ist der Hund meiner Nachbarin. Du siehst also, hier steht der Besitz vor dem Besitzer. Unbedingt merken. Und falls du dir nicht sicher bist, kannst du vor allem in der gesprochenen Sprache das Ganze auch mit von plus Dativ formulieren. Gott sei Dank. Also, das ist die Puppe von meiner Tochter. Das ist die Puppe von Anna und so weiter. Dann hast du das Problem einfacher gelöst. Bei dem nächsten Fehler handelt es sich mehr um die korrekte Schreibweise. Ich sehe öfter, übrigens auch bei Muttersprachlern, dass hier oft ein Fehler gemacht wird. Ich komme morgen nicht. Morgen kann man einmal groß und einmal klein schreiben. Groß wird es geschrieben, wenn es sich auf die frühen Morgenstunden am Tag bezieht. Zum Beispiel: Der Morgen ist frisch, aber im Laufe des Tages wird es wärmer. Oder am Morgen trinke ich immer eine Tasse Kaffee und esse ein Toast mit Marmelade. Hier müssen wir morgen tatsächlich groß schreiben, weil wir die Tageszeit damit meinen. Also der Morgen, der Mittag, der Nachmittag, der Abend und so weiter. Wenn ich mit morgen aber den nächsten Tag meine, wird es, Achtung, klein geschrieben. Also, ich fahre morgen nach München. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Also, der Morgen wird groß geschrieben, wenn es sich um eine Tageszeit handelt. Und wenn man mit morgen aber den nächsten Tag meint, dann wird er klein geschrieben. Korrekt lautet der Satz also: Ich komme morgen, klein geschrieben, nicht.
Der nächste Fehler ist ein Grammatikfehler, den ich sehr häufig höre. Fehler Nummer 10 ist, wenn ich bin ehrlich. Zunächst einmal, Wenn-Sätze sind immer Nebensätze. Das heißt, das Verb, in diesem Fall bin, kommt ans Ende. Korrekt lautet der Satz also, wenn ich ehrlich bin. Oder noch besser, wenn ich ehrlich sein soll. Danach folgt meistens eine kurze Sprechpause und dann folgt der Rest des Satzes. Also Beispiel, wenn ich ehrlich sein soll, ich habe heute keine Lust auszugehen. Und nun hast du es fast geschafft, der letzte Fehler. Fehler Nummer 11. Ich brauche heute aufräumen. Oft ist es so, dass Deutschlerner, die schon gut Englisch sprechen, diesen Fehler am häufigsten machen, weil sie es direkt aus dem Englischen übersetzen. Also I need to clean. Aber leider können wir das im Deutschen so nicht sagen. Denn brauchen können wir nur Sachen, also Gegenstände. Das heißt, dass danach ein Objekt folgen muss. Zum Beispiel, ich brauche einen Tisch. Ich brauche eine Information. Ich brauche deinen Rat. Oder es folgt ein Zu plus Infinitivsatz, wenn wir einen Negativsatz damit bilden möchten. Zum Beispiel, du brauchst mich nicht abzuholen. Er braucht sich nicht anzustrengen. Möchten wir jedoch einen positiven Satz formulieren und ausdrücken, dass eine Notwendigkeit zu etwas besteht, dann müssen wir ein anderes Modalverb verwenden, nämlich müssen. Ich muss heute aufräumen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich muss einkaufen gehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos. Und? Hast du einige dieser Fehler auch schon einmal gemacht? Wenn ja, lass es mich in den Kommentaren wissen, welcher oder welche es waren. Danke dir auch nochmal, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Und wie immer finde ich es großartig, wie motiviert und fleißig du bist und dass du keine Gelegenheit auslässt, Neues dazu zu lernen. Vergiss also nicht, dich auch mal zu belohnen für deine Arbeit. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du mein Video likest, meinen Kanal abonnierst und auch die Benachrichtigungen aktivierst, damit du keins meiner Videos verpasst. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.